Guten Morgen zusammen. Entschuldigung. Also, setzen Sie sich bitte. Heute sprechen wir über ein sehr interessantes Thema: aktives und passives Lernen. Lassen Sie mich mit einer Frage beginnen. Wie lernen Sie am besten? Denken Sie kurz darüber nach. Gut. Also, was ist passives Lernen? Nun, das kennen Sie wahrscheinlich sehr gut. Passives Lernen ist, wenn Sie nur zuhören oder lesen. Sie sitzen im Klassenzimmer, der Lehrer spricht und Sie machen vielleicht Notizen oder Sie lesen ein Buch. Das ist passiv, ja? Sie nehmen Informationen auf, aber Sie arbeiten nicht wirklich aktiv damit. Ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie schauen ein Video über Grammatik. Sie sehen das Video, Sie verstehen vielleicht die Regeln, aber, tippt auf den Tisch, Sie machen keine Übungen. Das ist passives Lernen. Und jetzt aktives Lernen. Atmet ein. Das ist anders, sehr anders. Beim aktiven Lernen sind Sie, wie sagt man, der Hauptakteur. Sie tun etwas mit den Informationen. Sie stellen Fragen, Sie diskutieren mit anderen, Sie lösen Probleme, Sie schreiben, Sie sprechen. Verstehen Sie den Unterschied? Ein wichtiger Punkt ist, unser Gehirn funktioniert besser mit aktivem Lernen. Warum? Nun, wenn Sie aktiv sind, wenn Sie selbst denken und arbeiten, dann bleiben die Informationen länger im Kopf. Studien zeigen das ganz klar. Entschuldigung, wo war ich? Ach ja, lassen Sie mich ein konkretes Beispiel geben. Nehmen wir das Vokabellernen. Passiv wäre, Sie lesen eine Liste mit neuen Wörtern, immer wieder. Das ist nicht schlecht, aber nicht optimal. Aktiv wäre, Sie machen Karteikarten, Sie schreiben Sätze mit den Wörtern, Sie spielen ein Spiel mit den Vokabeln oder Sie sprechen mit jemandem und benutzen diese Wörter. Sehen Sie, Sie machen etwas. Ich erinnere mich an meine Schulzeit. Ich habe immer nur gelesen, gelesen, gelesen. Und dann kam die Prüfung und, schnippt mit Fingern, weg waren die Informationen. Erst später habe ich verstanden, ich muss aktiv sein. Gut, ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Motivation. Aktives Lernen macht oft mehr Spaß. Es ist nicht langweilig. Wenn Sie passiv lernen, können Sie müde werden, ja? Sie sitzen da, Sie hören zu und nach 20 Minuten, gähnst theatralisch, Sie schlafen fast. Das kenne ich von meinen Studenten. Aber wenn Sie aktiv sind, wenn Sie diskutieren, wenn Sie Aufgaben lösen, wenn Sie kreativ sind, dann bleiben Sie wach und interessiert. Natürlich, ich muss ehrlich sein, passives Lernen ist nicht immer schlecht. Manchmal brauchen wir es. Zum Beispiel, wenn wir neue Informationen zum ersten Mal hören. Wir müssen erst verstehen, bevor wir aktiv werden können. Das ist logisch, oder? Das Beste ist eine Kombination. Zuerst passiv. Sie hören oder lesen etwas. Dann aktiv. Sie arbeiten damit. Sie üben. Sie wenden es an. Lassen Sie mich noch ein paar praktische Tipps geben. Wenn Sie aktiv lernen möchten, können Sie erstens Fragen stellen. Immer fragen. Warum ist das so? Oder wie funktioniert das? Zweitens, mit anderen zusammenarbeiten. Gruppenarbeit ist sehr effektiv. Drittens, das Gelernte jemandem erklären. Wenn Sie etwas erklären können, dann haben Sie es wirklich verstanden. Und viertens, praktisch üben. Theorie ist gut, aber Praxis ist besser. Wissen Sie, als Professor sehe ich jeden Tag, die Studenten, die aktiv sind, die Fragen stellen, die mitdiskutieren, diese Studenten lernen am meisten. Die Studenten, die nur still sitzen und zuhören, die haben es schwerer. Also meine Empfehlung für Sie, seien Sie aktiv. Haben Sie keine Angst vor Fehlern. Fehler sind Teil des Lernprozesses, wirklich. Schaut auf die Uhr. Oh, die Zeit. Ich sehe, wir müssen langsam zum Ende kommen. Zusammenfassend, passives Lernen bedeutet aufnehmen, aktives Lernen bedeutet machen.
Beide haben ihren Platz, aber aktives Lernen ist meistens effektiver für langfristiges Lernen. Lächelt. So, haben Sie Fragen? Ah, perfekt. Das wäre ja aktives Lernen. Lächelt. Bis nächste Woche. Vergessen Sie nicht, seien Sie aktiv, nicht passiv.